Wir sind in den Niederlanden und auf dem Weg in Richtung Eiselmeer. Dort gibt es die Stadt Lemmer. Dort gibt es auch einen Campingplatz und den möchte ich in diesem Video vorstellen. Herzlich willkommen dazu. Wo liegt die Stadt Lemmer? Und zwar im Norden von den Niederlanden in der Region Friesland am Eiselmeer. Von unserem Heimatort bis nach Lemmer sind ca. 230 Kilometer, also schnell zu erreichen. Wir haben gleich den Campingplatz erreicht. Er liegt außerhalb der Stadt Lemmer. Wir biegen hier links ab und müssen dann vielleicht noch 100 Meter weiterfahren und dann wieder rechts. Das ist ein bisschen schwer zu erkennen, wer jetzt das erste Mal hier kommt. Wir sind jetzt auch das erste Mal hier. Der muss so ein bisschen aufpassen. Es gibt einen Grund, weshalb wir hier zu diesem Campingplatz fahren. Und zwar findet dort ein Gruppentreffen statt. Und zwar gehören wir dem Vario Honor Club an. Und diese kleine Gruppe trifft sich dort mit ca. 20 Fahrzeugen der Marke Vario Mobil. In diesem Video geht es aber in erster Linie um den Campingplatz und am Rande nur um das Treffen dieser Gruppe. Jetzt haben wir den Campingplatz erreicht, die Zufahrt. Wir müssen hier vorne halten vor der Schranke und uns erstmal anmelden. Für uns sind hier Plätze reserviert und dieses Treffen findet statt von Donnerstag bis Sonntag und wir haben Mitte Juni. Es gibt auf diesem Campingplatz einen Stellplatzbereich direkt am Deich. Dort sind parzellierte Flächen für Wohnmobile. Es gibt hier unterschiedliche Bereiche von Plätzen. Es gibt Plätze mit Strom, ohne Strom. Dann gibt es Plätze, wie man sie normal immer kennt von Campingplätzen, wo man auch großzügig stehen kann. Überwiegend sind die Plätze auf Gras, aber es gibt auch Flächen, dort ist gepflastert. Hier sehen wir dann die Vario Mobile. Das sind unterschiedliche Größen. Einmal im vorderen Bereich, der weiße, ist ein Vario Star. Also unsere Größe. Daneben sehen wir einen sehr großen Vario Perfect mit 12 Meter Länge. Man sieht, hier ist also auch Platz für große oder sehr große Wohnmobile. Es gibt einmal eine geschotterte Fläche, dort steht das Wohnmobil drauf hier am Deich und davor hat man dann noch Platz auf einer Grünfläche. Diese Plätze hier am Deich kosten inklusive Strom ca. 30 Euro. Es gibt teurere Plätze, Komfortplätze, die haben dann auch noch Abwasser und Wasser am Platz. Und dann gibt es noch preiswerte Plätze, dort hat man keinen Strom und auch keine End- und Versorgung. Dort kostet dann der Platz 20 Euro pro Tag. Es gibt mehrere Sanitärgebäude auf dem Platz mit Duschen und Toiletten und auch Abwaschmöglichkeiten für Geschirr. Während unseres Aufenthalts hier auf diesem Campingplatz waren die Toiletten und Duschen immer sauber und ordentlich. Auch Waschmaschine und Trockner gibt es hier auf diesem Platz. Der Campingplatz liegt direkt am Meer. Man muss allerdings über den Deich, um an den Strand zu kommen. Wie man sieht, gibt es hier einen Sandstrand. Es geht auch schön langsam und seicht ins Wasser rein. Also wer hier mit Kindern ist, ist schön zum Baden. Ebbe und Flut gibt es nicht. Und hier sehen wir einen Hundestrand, der ist abgetrennt vom normalen Strand. Auf dem Deich gibt es einen Fahrradweg. Dieser Fahrradweg geht in beide Richtungen vom Campingplatz aus. Das heißt, man kann auch in die Stadt fahren mit dem Fahrrad. Das ist nicht weit und das lohnt sich auf jeden Fall. Die Stadt Lemmer ist eine kleine Stadt mit ca. 10.000 Einwohnern, geprägt von dem Wassersport. Es gibt hier unzählige Boote, viele Schleusen und vieles anzuschauen. Wer jetzt nicht wie wir auf den Campingplatz gehen möchte, es gibt hier in Lemmer auch einen Stellplatz am Yachthafen, kostet ca. 20 Euro pro Nacht. Restaurants gibt es hier natürlich auch einige oder viele. Die
Die Preise, es geht so los bei 20 € für ein Hauptgericht, aber Grenzen nach oben sind frei, also kann auch schnell mal erheblich teurer werden. Wir haben hier nicht in der Stadt gegessen, wir sind mit unserer Gruppe auf dem Deich entlang gelaufen zur Beach Bar. Die ist nur 500 Meter entfernt vom Campingplatz und dort haben wir dann den Abend verbracht, beziehungsweise dort haben wir dann gegessen. Man läuft oben am Deich entlang, parallel zum Strand, und rechts unten sehen wir dann den Beach Club. Es handelt sich um ein großes Restaurant, ein großes Lokal. Es hat täglich ab 11 Uhr geöffnet, außer montags. Es gibt eine umfangreiche Speisekarte mit einfachen Gerichten, die gehen los bei 12 € und natürlich auch exklusive Gerichte, die erheblich teurer sind. Wir haben gut gegessen in dem Restaurant. Später sind wir dann wieder zurück zum Campingplatz. Dort haben wir uns dann am Pavillon getroffen und den Abend ausklingen lassen. Wer jetzt kein Campingfahrzeug hat, der kann sich hier auf dem Campingplatz ein Chalet mieten. Es sind moderne Chalets für 4 bis 6 Personen. Eine End- und Versorgung gibt es natürlich hier auch. Sie liegt hier direkt an dieser Straße, das heißt dort, wo wir stehen am Deich. Das ist also nicht so der ideale Platz für die Entsorgung, aber gut, so ist es nun mal. Funktioniert aber einwandfrei, man hat ausreichend Wendemöglichkeit und Platz, um dort zu entsorgen. Jetzt noch ein paar Worte zum Hersteller Variomobil. Das Unternehmen baut im Jahr so circa 15 bis 20 Wohnmobile. In erster Linie denke ich den Vario Perfect. Hier sieht man ein älteres Fahrzeug, auch Volvo. Dann gibt es den Vario Star, das ist so ein Fahrzeug, das wir fahren. Und dann gibt es noch den Vario Alkoven. Heute werden fast alle Fahrzeuge oder Wohnmobile auf Fahrgestelle von MAN oder Mercedes gebaut. Die Mobile sind sehr langlebig. Es fahren noch viele auf den Straßen, die 20 Jahre und älter sind. Am Sonntag endete dann ja unser Treffen. Einige sind geblieben, aber die meisten sind abgereist. Es ging entweder weiter oder nach Hause. Das vielleicht noch zum Schluss. Der Platz eignet sich gut für ein Treffen mit 20 oder vielleicht 25 Fahrzeugen. Wir sind sehr freundlich aufgenommen worden. Auch die Nähe zur Stadt ist interessant und natürlich auch das große und schöne Restaurant. Jetzt noch ein paar Worte in eigener Sache. Es gibt ja die Haco Stellplatzkarte. Auf dieser Stellplatzkarte findet ihr dann alle Plätze, die ich jemals vorgestellt habe in einem Video. Die kann man dann hier anklicken, das Symbol, und es öffnet sich dann ein Feld. Dort erhält man dann die ersten Informationen zum Platz und auch die Koordinaten. Und wer möchte, der kann dann auch noch das Video dazu anschauen. Wie kommt man auf die Stellplatzkarte? Einfach haco-video.de eingeben. Dort kommt ihr auf meine Webseite. Dort gibt es auch die Stellplatzkarte. Oder man gibt einfach bei Google Haco Stellplatzkarte ein. Dann findet man das Ganze auch. Das soll es gewesen sein. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.